very, very high. And some of these people have committed atrocities again, the American people don't understand what these people have done. Yeah. I just gave you some numbers that talked about what happened in the 1940s and 50s. And I believe these numbers were unheard. Most of your audience are probably going, what? 250,000 Russian civilians were killed? Yeah. How were they killed? Oh, Willkommen bei Melkovich, dem Kanal, um die deutsche Informationsblase zu durchstoßen und kritische Experten aus dem Ausland mal zu Wort kommen zu lassen. Heute mal wieder mit Scott Ritter. Ihr seht schon im Titel. Er war zu Gast bei The Dive mit Jackson Hinkle. Wer den Kanal von Jackson Hinkle nicht kennt, ist ein amerikanischer Podcaster. Sehr witzig, wie ich finde. Sollte man sich mal anschauen. Hat eine konservative Sicht, aber ich finde, der lässt viele kritische Leute zu Wort kommen und hat auch eine sehr kritische Sicht auf sein eigenes Land. Das finde ich sehr spannend. Und bei ihm Scott Ritter, das ist von gestern, ich nehme heute auf vom 9.3.2023. Und Scott Ritter, wer ihn nicht kennt, ehemaliger UN-Waffeninspekteur, war bei der US Marines, Militär Analyst, hat 2003 sich kritisch gegen die Massenvernichtungswaffen, oder dass Irak keine Massenvernichtungswaffen hat, ausgesprochen. War quasi einer der wenigen Experten, die sich gegen diesen Krieg gewendet haben. Er schreibt in den Kommentaren, ob ihr Scott Ritter das erste Mal jetzt seht oder was ihr von ihm haltet. Ich finde auf jeden Fall sehr authentisch und ist ein, wie er aus hier Jackson Hinkle gleich sagen wird, also hat er gesagt, die Stelle gucken wir uns sonst jetzt nicht an. Ein wandelndes Lexikon. Er ist nämlich ein Fachmann, was auch die Sowjetunion betrifft. Daher spannend, weil ganz wenig über eigentlich, dass wir in Deutschland und generell Europa, generell die Geschichte Russland, Sowjetunion oder was die Hintergründe sind, die Historien, die Tiefen. Wir wissen eigentlich gut wie gar nichts und erheben uns darüber hinaus, alles zu moralisieren, was sein darf und was nicht. Von daher zu den Clips. Ich habe 3 Clips rausgesucht aus dem stündigen Interview mit Scott Ritter. Er meinte, Russland ging soft rein. Und das hören wir uns mal an, was es bedeutet hat. To be a war, but I think what shocked me is that Russia wasn't at war. Russia was sincerely trying to get Ukraine to the negotiating table to bring a rapid conclusion to this conflict with as few casualties as possible. And, that took me by surprise. And I think it took a lot of people by surprise. And I think it was widely misinterpreted. I think, looking back, I'm not blaming the Russians for what they did. Actually, it's noble and honorable for them to actually be looking for peace, peaceful resolution to this conflict that was thrust upon them. But they didn't explain it very well. And they're pretty bad at information operations. And one of the problems that emerged from the special military operation is that many in the West refused to believe that was indeed what the Russians were doing. And they misinterpreted the soft approach that Russia took as a sign of weakness. And I think that empowered and emboldened the anti-Russian elements within the Biden administration, of which there are many, to put a halt to this negotiation that Russia was undertaking with Ukraine. There were 3 negotiations in Gomel, Belarus in early March, and they had the final 4th negotiation scheduled for April 1st in Istanbul, where a peace treaty was ready to be signed. It was, there was 70% certainty that this was going to be concluded. The war was going to end at that point in time. And imagine how many hundreds of thousands of people would be alive today if that had been the case. But the United States ordered their poodle, Boris Johnson, to fly to Kiev and terminate the peace process because there was the belief that Russia was weak, Russia was on the ropes, and that if we just doubled down and provided tens of billions of dollars worth of military assistance, that Ukraine could deal sort of a death blow to Russia and bring down Vladimir Putin. There was this hope that at long last we can get rid of Vladimir Putin. And but I think I got my equilibrium from an analytical standpoint back on track. After the April 1st cessation of negotiations, because at that point in time, diplomatic niceties were sort of pushed to the side and military realities came into place, and it became a much more predictable conflict. But that first part, I think it just blew my mind and blew almost everybody else's mind that Russia would actually go in soft.
that the special military operation was exactly what Russia was calling it, an operation that wasn't designed to kill Ukrainian troops, kill Ukrainians, destroy Ukrainian infrastructure, but rather to pressure the Ukrainian government to the negotiating table. And the sad thing is, it worked. It actually worked. The Russians succeeded. They won phase one. Nobody predicted that the United States and Great Britain would step in and basically order Ukraine to. Stopp ich mal. Spannend. Ich glaube, das hatten wir dann auch schon in der deutschen nativen Presse mal gelesen. Quasi die Missinterpretation von Russlands Vorgehen in der Ukraine im Vergleich zum Beispiel zum amerikanischen Schock and Awe im Irak und an anderen Kriegen, wo sie quasi beim Erstschlag alles platt machen, zivile Infrastruktur komplett. Der russische Erstschlag war die Militärbasen, Munitionsdepots, hat zivile Sachen so gut wie ausgelassen. Also ich habe jetzt nicht viel gelesen, außer die wahrscheinlich ukrainischen Propaganda-Meldungen. Aber zum größten Teil waren das Militäreinrichtungen. Und erst quasi in der dritten Phase oder im Sommer dann erst, wo dann die Strominfrastruktur ausgeschaltet wurde oder langsam ausgeschaltet wird, sagen wir es so. Zumindest die Fehlinterpretation des Westens, quasi dieses softe Reingehen von Russland als Schwäche zu interpretieren, ist die Frage, okay, auf welcher Ebene. Medial sagt man, okay, Russland ist schwach, also ist brutal, sagen sie trotzdem, aber ein schwaches Vorgehen und deswegen können wir darauf antworten, müssen nicht verhandeln. Quasi wurde als Schwäche interpretiert. Und genau die andere Perspektive, Russland wollte quasi den Schaden in der ukrainischen Bevölkerung und am Land auch so milde, so gering wie möglich halten. Und was viele nicht wissen, was Scott und auch viele andere gesagt haben, dass also es war schon eigentlich unterschriftsbereit und Russland hat nur gesagt, okay, die Krim bleibt bei Russland, ihr akzeptiert das, alle Regionen Donbass bleiben in der Ukraine, aber mit 2 wird umgesetzt. Das ist spannend zu wissen, also Ukraine hätte kein Land verloren, was jetzt auf jeden Fall wird, wenn der Krieg vorbei sein wird, weil Russland wird die Region, die es jetzt verfassungsmäßig aufgenommen hat, nicht wieder preisgeben. Das denke ich nicht. Und Scott Ritter sagt dasselbe. Ja. Und Scott Ritter wird jetzt noch weiter ausführen. Also Ukraine wäre jetzt zufrieden, wenn es quasi so eine Verhandlung wieder aufnehmen könnte, wie es im April oder März der Fall gewesen ist. Daher eine spannende Aussage. Auch noch die verschiedensten im Westen, also was da für Ideen, also großmedial und politisch kursieren über diese Anfangsphase. Kommen wir zum zweiten Ausschnitt. Dann geht es ein bisschen über die Geschichte. Jackson fragt Scott, ob Putin quasi als einer der großen russischen Führer eingehen wird. Und das ist dann Scotts Antwort, geschichtlich gesehen, also gesamtgeschichtlich, jetzt nicht irgendwie die Jahre und auch nicht menschlich, sondern was Russland oder die Sowjetunion, also kurzzeitig Sowjetunion über Russland, über das russische Volk, die Masse an den Völkern, die dort leben, wie die ihre Geschichte sehen. Was für uns natürlich, also der nicht gebildet ist in russischer Geschichte und wie nur von medial geprägten kleinen Fetzen, Bruchstücken, natürlich unglaublich. Aber hört selbst. Rush to judgment narratives have been published. Vladimir Putin should go down, and I believe in Russia will go down as one of the greatest leaders in Russian history. And I'm talking about all of Russian history. You know, most Americans don't know what the 1990s were like in Russia, what happened in the aftermath of the collapse of the Soviet Union. They don't know the role the United States played in, literally destroying Russia economically and corrupting it politically. You know, people talk about the 2016 election here in the United States about how Trump and the Russians stole the election. And of course, it's all been exposed as fiction. Christopher Steele's dossier was just garbage. Everybody lied, but that doesn't matter. The perception's still there that happened. You know, ladies and gentlemen, we, the United States, bought the 1996 election in Moscow. And we bragged about it. Time magazine actually put it on the cover, best election money could buy. We corrupted Russia. We destroyed Russia. People like Michael McFaul. I mean, if you read his book and actually assess what he's saying, the role that he played in there,
He was a facilitator, not of democracy, but of autocracy, of plutocracy, of the oligarch class, of the corruption of Russia, because he hates Russians. Mm-hmm. He wants to keep Russians down. And so Vladimir Putin's the guy that came out and said, we're done with that. Russia's going to stand up on its own 2 feet. Russia doesn't want to be the Soviet Union. That's the other myth that's out there, that Vladimir Putin's trying to bring Russia back to the Soviet Union. If you know anything about Vladimir Putin, you know he doesn't really appreciate the Soviet Union. He appreciates Russia. He's proud of Russia. He's proud of the Great Patriotic War. But there's a little bit of resentment of the latter phase of Soviet power. He doesn't want to return to that. He wants a new Russia, one that has solved the problems that were manifest in the Soviet Union. The resentment that exists in the Michael McFaul class, the Fiona Hill class, the Angela Stent class, and these other, what I call them, Putin whisperers, who are people who made their reputation not by understanding Russia, not by understanding Putin, but by creating the mythology of Putin as this absolute leader who controls everything. I mean, ich muss immer wieder lachen, wie in der Presse immer wieder, Putin ist daran schuld, das führt er gerade auch aus. Das haben wir auch schon oft gehört. Ich glaube, das ist die größte Verschwörungstheorie von genau den Leuten, die das andauernd auch verbreiten, dass Putin für alles möglich ist. Er hat die Allmacht, die fast göttlich ist, in sämtliche Bereiche des Lebens und der Welt einzugreifen. Aber nein, ich finde es spannend, was Gott hier gerade gesagt hat. Habe ich schon oft gelesen, ich hoffe, ihr auch, oder wenn nicht, forscht das mal nach. Gott, dieser Koloss, Sowjetunion ist untergegangen, dann kam Boris Jelzin, wo er sagt, okay, da waren die Warenhöfe gekauft, 96, davor auch. Aber Jelzin zum Beispiel, was zur westlichen Presse, Putin wird als der Böse, Jelzin hat sein eigenes Parlament mit Panzern beschießen lassen, das muss man mal wissen. Und er wurde in Washington hofiert. Und Putin hat quasi, in den 90er Jahren war quasi Russland bankrott. Dieser Koloss Sowjetunion ist untergegangen. Russland war stand davor, in Bruchstücke zu zerfallen. Und Putin hat quasi dieses Land wieder auf die Beine gebracht. Mit welchen Mitteln? Okay, es soll das russische Volk richten. Ich möchte das nicht. Will ich auch nicht sein. Ich bin der Meinung, dass jedes Land und die Bevölkerung dessen, also aus sich selbst heraus, darüber entscheiden muss, wie es leben will und geführt werden will. Geführt, in Anführungszeichen, sage ich mal so. Und nicht ein Einfluss von außen, dass wir im Westen sagen und wie Menschen in anderen Ländern die Regierung sein sollen. Auf jeden Fall ein guter Punkt. Und auch die Doppelmoral und diese komplette Propagandashow, die der Westen hier vollzieht, irgendwie was hier irgendwie gute oder schlechte Regierungen sind. Letzter Clip. Scott Ritter betont in vielen Videos, in vielen Interviews hier sagt, tut immer wieder, weil es wenige Leute wissen, ich wusste es auch nicht, und in ein paar alternativen Medien wurde es schon aufgegriffen, Bandera. Stefan Bandera, der Nationalheld, Nazi-Kollaborateur, der im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Truppen kollaboriert hat und bevor der Einmarsch der deutschen Truppen in der Ukraine Sowjets vertrieben hat, den westlichen Teil der Ukraine über 100.000 Polen getötet in den Städten, weil die westliche Ukraine ja auch polnisch mal war. Also die Geschichte ist ja sehr zerrissen, es gab ja nicht irgendwie die eine Ukraine, die eine Grenzen, sondern Österreich, Ungarn, alles Mögliche. Und sagt Stefan Bandera, es ist ein Unding, dass wir ein Land unterstützen, das Stefan Bandera als Nationalheld hat, als glühenden Nazi, wie er sagt, und seine Anhänger und die Ideologie, die bis heute noch daran besteht. Und die Geschichte quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, wie immer noch dieser faschistische nationale Gedankengut immer noch vom Westen finanziert wird, um quasi diese Sowjetunion zu schaden. There was a big war. A lot of Americans don't know that the CIA funded the Ukrainian or the Organization of Ukrainian Nationalism, Bandera, in a ongoing resistance from 1944 or 1945 to 1952, 53 in what is today Ukraine. It was a very bloody conflict. During that period of time, around 46,000 Soviet soldiers and security forces were killed. About 220,000 Russian civilians were killed. And
around 150,000 of these organization of Ukrainian nationalist fighters were killed. This is a massive fighting war. Around 150,000 others were taken prisoner. Many of them fled and came to the United States. They live in Ellenville, New York, just 60 miles south of me, where they have a monument to Stepan Bandera, their nationalistic hero, right there in Heroes Park. They're in Canada, they're in Germany, but a lot of them were captured and sent to camps for long sentences. And many of them were captured in 1953, 54. In 1956, Nikita Khrushchev gave his secret speech to the Presidium, and they began the de-Stalinization phase. And one of the things he did is he shut down the gulags, which I think was a good idea. But in the process, he released these political prisoners, these Banderas, these Nazis, these horrible people who were not re-educated. He released them back into Ukrainian society. And when you study how they insinuated themselves into Ukraine, political infrastructure and the control they had on the development of Ukrainian national identity during the Soviet times, these were people who secretly hated Russians, hated the Soviet Union, but now they're given positions of Soviet responsibility. And then that's what we got today. I mean, because of this, we have this diseased Ukraine today. And the Russians are looking at saying, we're never going to do that again. Next time when we do denazification, the Nazis will never come back. Again, I'm not a human rights guy, so I'm not going to sit here and say, I don't think the Russians are going to be lining them up against the wall and shooting them, but they are going to get very long sentences. And I think the bar for re-education is going to be very, very high. And some of these people have committed atrocities again, the American people don't understand what these people have done. I just gave you some numbers that talked about what happened in the 1940s and 50s, and I believe these numbers were unheard. Most of your audience are probably going, what? 250,000 Russian civilians were killed? Yeah. How were they killed? Oh, read the Russian reports. The Banderas surrounded villages, brought out all the women and children, raped them, murdered them, put them in a building, set it on fire, and shouted, Slava Ukraina, glory to the heroes. The same things that Nancy Pelosi shouted in the United States Congress. I guess she didn't realize she's shouting out a slogan that is the Ukrainian equivalent of Sieg Heil. Das sollten die Grünen im Deutschen Bundestag wissen, die immer noch Slava Ukraine rufen. 250.000 Zivilisten, noch nach 45 von den ukrainischen Nationalsozialisten getötet. Das wusste ich auch noch nicht. Unglaublich. Ich finde es immer noch unglaublich, wie die deutsche oder die westliche Propagandamaschine, gerade Deutschland, wie man das so ausblenden kann und dass man sagt, man ist antifaschistisch und dann aber ein Staat, der im tiefen Wurzeln super nationalistisch, faschistisch ist. Unverständlich, aber die Geschichte wird zeigen, welche Mechaniken da gebraucht wurden. Vieles kennen wir schon, Framing, auslassen, weglassen, bannen. Wir wissen jetzt, dass ganz vieles geplant wird aus dem Netz, also zumindest aus dem Öffentlichen, noch gar nicht zu Wort kommen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich. Schaut noch meine anderen Videos an, meine älteren. Würde ich mich freuen. Vielleicht findet ihr da was Neues, was ihr noch nicht wisst. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.